Vielleicht gehörst du zu denen, die begeistert Fasching oder Karneval feiern und machst dir schon Tage vorher Gedanken darüber, in welchem Kostüm du erscheinen möchtest, welche Maske du aufsetzt. Welchen Teil deines wahren Selbstes bringst du denn damit zum Ausdruck? Welche Botschaft möchtest du übermitteln? Was könnte sich daraus für deinen spirituellen Weg ableiten? Wenn wir uns die Historie von Karneval und Fasching in diesem Raum, in dem wir leben, anschauen, dann war es ursprünglich ein heidnischer Brauch, um die bösen Geister des Winters auszutreiben und sich vorzubereiten auf die fruchtbare Zeit des beginnenden Frühlings. Später im Christentum diente es dazu, auf die Fastenzeit bis Ostern vorzubereiten. Heute ist es, je nachdem, Traditionen feiern, hat Volksfestcharakter oder ähnliches. Was ist das Gemeinsame jedoch in all den Zeiten? Hierarchien und Strukturen wurden in diesen tollen Tagen aufgehoben. Und jetzt provoziere ich mal ein bisschen. In einem früheren Video ging es darum, ich verlinke es übrigens am Ende dieses Videos, die Masken, die vor unserem wahren Seelen selbst sind, zu entfernen, uns echt, authentisch zu zeigen, so wie wir sind, weil das Gebot der heutigen Zeit des Wandels ist. Was, wenn die Maskerade, die wir anlegen zu Faschingszeiten, zu Zeiten des Karnevals, mehr von unserem wahren Seelenselbst zeigt, als all die Masken, die wir Tag für Tag anlegen, um irgendwo dazu zu gehören. Und damit das Ganze ein bisschen griffiger für dich wird, möchte ich das beispielhaft an meinem Leben, auch wenn ich heute kein Faschings-Fan mehr bin, erklären. In frühen Kinderzeiten, in der frühen Schulzeit, da war das natürlich auch ganz großartig, wenn man sich verkleiden konnte. Ganz viele Mädchen in meiner Klasse wollten Prinzessin sein oder whatever, jedenfalls sehr mädchenhaft. Und ich erinnere mich noch sehr gut, einmal war ich Fliegenpilz und einmal Kleeblatt. Da würde sich mir aus heutiger Sicht in der Rückschau die Frage stellen, was wollte ich denn damit wohl zum Ausdruck bringen? Auf jeden Fall fand ich Blumen, Natur, Bäume, Pflanzen ganz allgemein schon immer unheimlich magisch und habe mich so oft es ging draußen in der Natur aufgehalten. Oder später in der Studentenzeit, die Faschingsfeiern an der TU Dresden in den verschiedenen Sektionen, wie es damals hieß, heute sagt man wohl Fakultäten, waren legendär. Ich war Seeräuber. Tja, da ist die Frage, was wollte ich damit wohl zum Ausdruck bringen? Welche Seelenanteile von mir hat das denn widerspiegelt? Das soll's mal als Anregung und Inspiration für dich kurz bevor die tollen Tage vielleicht für dich so richtig Fahrt gewinnen gewesen sein. Ich wünsche dir viel Spaß beim Feiern, eine tolle Zeit, sinnieren über die Erkenntnisse, die du im Nachgang in der Fastenzeit vielleicht hast und sage bis zum nächsten Video oder Podcast. Tschüss.